How are you doing? Do you feel good? Great. Did you have a great yoga? Do you enjoy ACI 7? So let's go on with the second class, and I'm really proud to introduce you a wonderful teacher. She's not only a wonderful teacher because she's my wife. She's also a wonderful teacher because she's a really great practitioner of the ACI courses and 6 times book and meditation. She's very much patience, yeah, for me, yeah. She helps us with ACI DACH on organizing the courses here. She is in Diamond Club, helping ALL for donations here in DACH region. And she is the hand for everything in behind the scene. You don't see her sometimes, but suddenly there is an altar for us standing here. So she has a good eye of where is help needed, and now she has the stage for her. Brigitte Zahl. Along with our wonderful translator, Sandra May. Good morning, everybody. Guten Morgen alle zusammen. I asked Anna if she wants to do the mandala and the prayers, and she agreed. Ich habe Anna gefragt, ob sie das Mandala machen möchte, und sie hat zugestimmt. Sashe puki jukshi medok dram Rera blingshi ninde yin padi Sangye shinglu mikde olvarki Drokum namdak shingla churuparsho Idam Guru Ratna Mandalakam Niretaya Mi Sangye Chudam Tsake Choknam La Jangchu Bardo Dakni Gyapsu Chi Daki Chunyan Gipe Sonam Ki Drola Pencher Sangye Truparsho Sangye Chudan Tsaki Choknam La Jangchu Bardo Dakni Gyapsu Chi Daki Chunyan Gipe Sonam Ki Drola Pencher Sangye Druparsho Sangye Chodan Soki Choknam La Jangcho Bardo Dakni Gyapsu Chi Daki Chunyan Gipe Sonam Ki Drola Pencher Sangye Druparsho. Thank you, Anna. Dankeschön, Anna. What course are we in? In welchem Kurs befinden wir uns? Yes, and what class are we in? Ja, in welcher Klasse sind wir? Yes, you already won. Ich habe gewonnen. Ta-da. Tada! Our 2 angels. Unsere 2 Engel. I was so inspired of the class of Peter yesterday. Ich war so inspiriert von der Klasse von Peter gestern. And it gave me so much joy Es hat mir so viel Freude gemacht, that I almost lost my nervousness. dass ich fast meine Nervosität verloren habe. Okay, what are we talking today about? Über was sprechen wir heute?
First, I want to talk about why it is important for our Bodhisattva career. Als erstes möchte ich darüber sprechen, warum es wichtig ist für unsere Bodhisattva-Karriere, To learn, to take and to keep the vows. sie zu lernen, sie zu nehmen und sie zu halten. Then I want to introduce the whole structure of the vows. Dann möchte ich die ganze Struktur der Gelübde vorstellen. And finally, we will think about the interesting question concerning the secret way. Und dann werden wir uns die The interesting question die interessanten Fragen concerning the secret die way. den geheimen Weg betreffen, damit beschäftigen. So why is it important for our Bodhisattva career to learn about the vows? Also, warum ist es wichtig für unsere Bodhisattva-Karriere, über die Gelübde zu lernen? Yesterday, Peter said we have to take the vows, or you have to take the vows. Gestern hat Peter gesagt, wir müssen die Gelübde nehmen. Ihr müsst sie nehmen. And I heard Geshe Michael say in his class, Und ich habe Geshe Michael in seiner Klasse sagen hören, I don't care if you take the vows. es ist mir egal, ob wir die Gelübde nehmen. So you can choose what you want to hear. So kannst du wählen, was du hören möchtest. Okay, when preparing for this class, Als ich mich für diese Klasse vorbereitet habe, I was looking through my pictures. habe ich durch die Bilder gescrollt. I was looking for a picture of myself Ich habe ein Bild von mir gesucht, when I took the Bodhisattva vows. als ich die Bodhisattva-Gelübde genommen habe. And something in a pose like this, Eine Pose wie die, or this. oder die. I didn't find any. Ich habe keins gefunden. I found another picture. Ich habe ein anderes Bild gefunden. It was 4 days before I took the vows. Es war 4 Tage, bevor ich die Gelübde genommen habe. Full of stains. Aha, voll mit Flecken. I was helping to put clay on a stupa. Ich habe geholfen, Lehm in eine Stupa einzuarbeiten. And I didn't know Und ich habe nicht gewusst, that I should hide behind the one who was. ich sollte mich verstecken hinter dem, der den Lehm auch versprüht. And probably this is a metaphor. Vielleicht ist es eine Metapher dafür, This picture, dieses Bild, for we will get stained. dass wir beschmutzt werden, Flecken bekommen. We are not enlightened yet. Wir sind noch nicht erleuchtet. So, I just can tell from myself. Also ich meine, ich kann nur von mir selbst sprechen. I'm still human. Ich bin noch ein Mensch. And even if I took the vows, Und selbst wenn ich die Gelübde nehme, stuff will happen. Dinge passieren. But we will turn back there later. Aber wir kommen dahin später zurück. And we will talk that we can repair the vows if something happened. Und wir sprechen darüber, die Gelübde wieder zu reparieren. Okay. Actually, the word vows and morality Eigentlich die Worte Gelübde und Moral, for me, they have like an aura, haben für mich so eine Aura. and I also talked to some people beforehand. Und ich habe vorher mit ein paar Leuten gesprochen,
Some of them also said, Manche von denen haben auch gesagt, vows they remind them at the Catholic Church, Gelübde erinnern sie an die katholische Kirche. and the priest may not do this, may not do that, Der Pfarrer sollte nicht dies tun, er sollte nicht das tun. and it sounds a little bit strict. Es hört sich sehr streng an. And I like that Geshe Michael also chooses the word a code of life. Und ich mag es, dass Geshe Michaels auch als das Wort, das Code des Lebens, Kennwort des Lebens benutzt. Yes, or code of ethics. Den Code der Ethik. I think this sounds a little bit more sexy Es hört sich ein bisschen sexy an or attracting. oder attraktiver. Geshe Michael says, Geshe Michael sagt, it's not like not having a good time or something like that. es ist nicht, als dürftest du jetzt keine gute Zeit mehr haben oder so. It's more fun than that. Es ist mehr Spaß als das. In the reading you will find for this class, In der Lektüre findest du für diese Klasse, there is a wonderful poem, es gibt darin ein wunderbares Gedicht. and I want to read it out for you in English. Und ich werde es euch in Englisch vorlesen. And my wonderful translator and yoga teacher Sandra Yes. Und mein wundervoller Yoga-Lehrer und Übersetzer, danke, Sandra, she will read it in German, wird es in Deutsch vorlesen. and you will also find it in Russian in your reading. Und ihr findet es auch in Russisch in eurer Lektüre. Okay. Bless me to see clearly that the wish itself is not enough. For if I'm not well trained in the three moralities, I cannot become a Buddha. Grant me then a fierce resolve to master the vows for children of the victors. Segne mich, damit ich klar sehe, dass der Wunsch selbst nicht genug ist. Denn ich bin nicht gut geschult in den 3 Arten von Moral. Kann ich kein Buddha werden. Gewähre mir also starke Entschlossenheit, die Gelübde zu meistern für die Kinder der Siegreichen. I'm sorry, this is my own translation. Es tut mir leid, das ist meine eigene Übersetzung. Probably you will find in the reading some different words, so Du wirst don't worry. wahrscheinlich in der Lektüre ein bisschen andere Worte finden. So what does this mean? Und was bedeutet das jetzt? In the old readings, In den alten Schriften, the old books, die alten Bücher, the words are sometimes, we don't understand them right away. wir verstehen die Wörter nicht direkt, sofort. So sometimes we need explanation Manchmal brauchen wir Erklärungen dazu or commentaries. oder einen Kommentar. And Geshe Michael says to this poem, Und Geshe Michael sagt zu diesem Gedicht, you may be able to get the emotion in your heart du bist vielleicht fähig, das Gefühl in deinem Herzen zu erzeugen, that you'd like to help all living beings. dass du allen lebenden, fühlenden Wesen helfen möchtest. You may be able to get the point Du wirst vielleicht auch zu dem Punkt kommen, where you have that emotion, wo du das Gefühl hast, but if you don't get very good aber wenn du nicht wirklich gut wirst, at the 3 types of morality, in den 3 Arten der Moral, you will not reach enlightenment. wirst du nicht Erleuchtung erlangen. So, what are the 3 types of morality? Also was sind die 3 Arten der Moral? Oh, page 5. I'm sorry. Tut mir leid.
Yesterday, when Peter taught his class, Als Peter gestern seine Klasse unterrichtet hat, he said that the idioms are sometimes not in the right direction. sagte er, dass die Idioms vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge sind. And I think this is a cool tradition, Und ich glaube, das ist eine coole Tradition. and I will keep that. Ich werde mich dran halten. Ich werde es behalten. Here's the poem. Hier ist das Gedicht. And here we have the 3 baskets. Und hier haben wir die 3 Körbe. In short, In kurz, the 3 kinds of die morality 3 Arten der Moral are not doing bad deeds, sind nicht Schlechtes zu tun, doing good deeds, etwas Gutes zu tun and doing deeds for other people. und etwas für andere zu tun. Who already has heard of that? Wer hat davon schon gehört? Okay, Markus, very Okay, good. Markus, sehr gut. Yeah, Tanja, Anja. Mhm. Anja. Okay. The older students, Die älteren Schüler, please help me if there's something missing or so. helft mir, wenn etwas fehlt oder so. Um, I think these words. Die Frage, kann ich die Frage kurz auf Deutsch? Ja, ja. Mhm. Es gibt die Frage, gibt es einen Unterschied von lebenden Wesen und Living being and sentient beings. Is there a difference? ach so, fühlenden Wesen? Mhm. Gibt es da einen Unterschied? Thank you for the question, Galinde. Danke für die Frage. It's a good question, Eine gute Frage. and it's a very, for me, all-round question. Und es ist für mich eine All-round. Frage, allumfassende Frage. Because sometimes we have different words for the same idea. Weil wir manchmal verschiedene Worte für die gleiche Idee haben. And in this case, I would say these words are exchangeable. Und in diesem Fall würde ich sagen, diese Wörter sind austauschbar. But this happens a lot in your career. Aber das passiert sehr viel in deiner Karriere. And because this happens, Und weil das passiert, we have a little sheet over there. haben wir eine kleine Notiz hier drüben, Because there was a team, weil es gab ein Team and they thought about how to name the things correctly, und die dachten darüber nach, wie man die Dinge richtig benennt. and they found some different words. Und die haben immer unterschiedliche Begriffe gefunden. Okay, thank you. Noch eine Frage. I also don't really grasp the difference between collecting goodness and working for living beings. Isn't it the same? We will come there. Cool question. Okay, Für später. Machen wir später. so the first one is not doing bad deeds. Die erste ist, keine schlechte Handlung auszuführen. And I will read it out in Tibetan, Ich werde es in Tibetisch vorlesen and you can repeat it for good luck. und du kannst es wiederholen für gutes Glück. Niechu, Niechu, Dompe, Dompe, Zultrim. Sultem. Okay, cool. Dompe means to restrain, Dampe means to hold back, to etwas zurückzuhalten, etwas Mhm. nicht zu tun, zurückzuweisen, zurückweisen. Niechu means bad deeds, Niechu meint schlechte Taten. and Zultrim Sultrim means morality. meint Moral. So the first kind of morality is the kind of morality that you think of when we say morality in English. Die erste Art von Moral ist damit gemeint,
an was wir als erstes denken, wenn wir Moral sagen. It's the morality of holding yourself back, Das ist die Moral, dich selbst zurückzuhalten, controlling yourself, dich zu kontrollieren and not doing bad deeds. und nicht Schlechtes zu machen. There are two definitions of bad deeds in Buddhism. Es gibt 2 Definitionen für schlechte Handlungen im Buddhismus And I think they are really interesting. und ich denke, die sind sehr interessant. One definition of bad karma Eine Definition ist die Definition von schlechtem Karma. is any deed which you do, Jede Handlung, die du tust, which brings you suffering. das dir Leid erzeugt. That's the definition of bad karma. Das ist eine Definition von schlechtem Karma. And the other definition Und die andere Definition means basically that bad karma bedeutet grundsätzlich, dass schlechtes Karma is anything that hurts other people. das anderen Schmerz bereitet. So there's not a God or something like that Also da ist kein Gott oder irgendwas, who is unhappy with you, der unglücklich mit dir ist or you offend some tradition. oder du eine Tradition ablehnst. It's just that it will bring you suffering. Es ist einfach, es bringt dir Leiden. And the first kind of morality is to avoid those things. Und die erste Art der Moral ist, diese Dinge zu vermeiden. Have you already heard about how much bad deeds there are all in all? Habt ihr schon davon gehört, wie viele schlechte Taten es insgesamt gibt? 10. 10, Yeah, that's a good one. das ist ganz gut. And 84,000. Und 48.000 weitere. How come 84,000? Wie kommt es 84.000? I imagine Ich stelle mir vor, that there were sitting some holy guys and girls, da sitzen heilige Jungs und Mädels and they were sitting in deep meditation, und die sitzen in tiefer Meditation and they saw them. und die haben die gesehen. And 84,000, that's almost the amount of seconds a whole day has. Und 84.000 ist so viele Sekunden, wie ein Tag hat. So imagine. Also stell dir vor, But we do have the top 10. We can start with that. wir haben eine Top 10, wir können mit denen mal anfangen. And we can be sure that we will do them every day. Und wir können sicher sein, dass wir davon jeden Tag was tun. Okay, we can go through that quickly if already everybody heard that, but can you give me a sign? Wir können das schnell durchgehen, wenn das jeder schon gehört hat, aber kannst du mir ein Zeichen geben, If this is new for you. wenn das neu für dich ist? Okay, cool. Thank you. Okay, cool, danke. So there are 3 doors of expression. Es gibt 3 Türen des Ausdrucks. We do have a body, Wir haben einen Körper and we can do bad deeds with this body. und wir können schlechte Handlungen mit diesem Körper ausführen. For example, yesterday, Zum Beispiel gestern I was in a rush habe ich mich beeilt and I opened the door of the bathroom
Und ich habe die Tür zum Badezimmer aufgestoßen. I pushed it open, Ich habe sie aufgedrückt. and there was a lady behind, Und da war eine Frau dahinter. and I hit her elbow. Und ich habe ihren Ellbogen berührt. I mean, it was no big deal, she said, Also sie sagte, es war nichts Großes, es war alles but okay. I hurt someone. Aber ich habe jemandem wehgetan. And this is the this would be like this is not killing, Ich habe niemanden umgebracht. but I hurt somebody. Aber ich habe jemanden verletzt. And if you have the 10 bad deeds Und wenn du die 10 schlechten Handlungen nimmst and you look in different layers, und du schaust in die verschiedenen Schichten rein, then you will recognize dann wird dir auffallen, that you won't kill a person when you want to. You don't want to kill a person and do it. du bringst niemanden um. But Oder du willst auch niemanden umbringen. yeah, but there in slight layers you do some harm. Aber so in kleinen Schichten tun wir was Ähnliches. Okay, and the three bad deeds concerning the body Und die 3 schlechten Handlungen des Körpers are killing, sind Töten, stealing, Stehlen and sexual misconduct. und sexuelle Fehlverhalten. Yes. Sexuelles Fehlverhalten. Yeah. You if there's somebody on the street Wenn da jemand auf der Straße ist and you don't, it's like if you're a man, it's a beautiful lady, probably, und wenn du ein Mann bist, ist es wahrscheinlich eine Frau and you start flirting with her, und du beginnst mit ihr zu flirten, but you don't know if she's married or something. aber du weißt nicht, ob sie verheiratet ist oder so. So that would be something like sexual misconduct. Das kann eine Art von sexuellem Fehlverhalten sein. Okay. Okay. Then we have the second door of expression. Dann haben wir den zweiten Ausdruck, die zweite Tür des Ausdrucks, It's the speech. ist die Sprache. So we can. There are 4 bad deeds Es sind 4 schlechte Handlungen, concerning the speech. die Sprache betreffen. You can say divisive words. Du kannst trennende Rede sprechen, If there are 2 people wenn da 2 Menschen sind. and you say to one of them, Und wenn du zu einem sagst, did you hear what he said about you the other day? hast du gehört, was er über dich gesagt hat? Letztens? Then you probably do something like divisive speech. Und dann machst du so etwas wie trennende Rede. Then we have harsh words Und dann haben wir barsche Rede, like swearing, Fluchen. or you even can say nice words, Du kannst auch nette Worte sagen, and with this attitude, aber mit diesem Haltung. mit dieser Haltung. Okay. Then we have help me. We have a divisive speech, we have harsh speech, we have useless speech, and lying. Oh, thank you. We have lying. Wir haben Lügen. This is
when you make the other person Das ist, wenn du die andere Person having a different idea eine andere Idee davon vermittelst, of what's happened, for example. von dem, was wirklich passiert ist. Okay, and then we have like useless talk. Und dann haben wir noch unnütze Rede. It's okay when you talk about the weather Es ist okay, wenn du über das Wetter sprichst, with your grandpa mit deinem Opa, on a family feast und auf einem Familienfest, with the intention mit der Intention, that he relaxes. dass er sich dabei entspannt. But you should not do it too long and too often and too much. Und du solltest es aber nicht zu viel und zu oft so viel machen. Okay, and then we have the third door of expression, Und dann haben wir die dritte Tür des Ausdrucks. and this is our mind. Und das ist unser Geist. And we can do coveting, Und wir können Wettbewerb oder Eifersucht. Okay. wir können in Wettbewerb treten. We can want to have something someone else has. Wir können was wollen, was jemand anderes hat. Or for example, someone gets a cool job, Oder zum Beispiel bekommt jemand einen ganz tollen Job. or someone gets a cool partner. Oder jemand hat einen ganz tollen Partner. And if we are not happy for them, Und wenn wir nicht glücklich für die sind, then it's coveting. dann ist es Neid. Okay, cool. Then we have ill will. Dann haben wir Schadenfreude. Something bad happens to someone, Etwas Schlechtes ist jemandem passiert and we do like und wir sind so ein bisschen. that's ill will. We Das sh- ist Schadenfreude. if we are bodhisattvas, Wenn wir Bodhisattvas sind, we should feel pity for them. sollten wir Mitgefühl haben. Mitgefühl. We should want deep in our heart Wir wollen tief in unserem Herzen, them to be happy. dass sie glücklich sind. And so, like ill will is the complete opposite. Und Schadenfreude ist das komplette Gegenteil. And then we have the third type for the mind, Und der third time, die dritte Art für unseren Geist. and this is wrong views. Und das ist eine falsche Weltsicht. This is not believing in this one. Und das ist nicht hier in das da zu glauben. Und für was es steht. And this is thinking that when I want to have something, Und es ist zu denken, wenn ich etwas will, I just have to go and get it. dann gehe ich einfach hin und nehme es mir. Okay. Okay. Let's look at the vowed morality. Lass uns das Gelübde der Moral anschauen. I need page 6. Ich gehe zur Seite 6. Yes. Peter already talked about yesterday, Darüber hat Peter gestern auch schon gesprochen. about there are different vows, Und darüber, dass es verschiedene Gelübde gibt. and we have the lifetime. We have the lifetime vows. Und wir haben lebenslange Gelübde.
They are also called pratimoksha Und die heißen auch Pratimoksha or freedom vows. oder die Freiheitsgelübde. And they hold for a whole lifetime. Und die halten für ein ganzes Leben Then you die und dann stirbst du and they're gone. und dann sind sie weg. Except the last one. Bis auf das letzte. Oh. Okay. The one-day vows. Und das Eintagesgelübde. I don't have it on the sheet here. Ich habe I'm sorry. es hier nicht auf dieser Seite hier. And they are some like a little exception Das ist so eine kleine Ausnahme. because they are only for one day. Die sind nämlich nur für einen Tag. You try one day Du probierst einen Tag aus. to live like a monk or a nun. Du lebst wie eine Nonne oder ein Mönch. Für einen Tag. Okay. We have the vows for fully ordained monks. Wir haben die Gelübde für die ordinierten Mönche, vollordinierten Mönche. If you want to write it down, there are 253 vows. Wenn du es aufschreiben möchtest, das sind 253 Gelübde. I have heard about some of them, Ich habe von einigen von ihnen gehört, but I don't know all of them. aber ich kenne sie nicht alle. And probably I will never hear them. Und wahrscheinlich werde ich sie niemals hören. There are the fully ordained nuns vows. Und da sind die Gelübde für die vollordinierten Nonnen. There are 364 vows. Das sind 364 Gelübde. Why? Warum? Ja? Because they have, it's related to the body. Weil es mit dem Körper verbunden ist. Mit dem Körper zu tun. Nuns Nonnen and women und Frauen have a different body than monks. haben andere Körper als Mönche. I can't say any more else to that. Dazu kann ich nicht mehr sagen. Then we have the intermediate nuns vows. Dann haben wir die fortgeschrittenen Nonnengelübde. There are 42 of them. Das sind 42. Then we have the novice monk vows. Dann haben wir die Novizenmönche-Gelübde. 36 of them. Das sind 36. Then we have the novice nuns vows. Und dann die Novizennonnengelübde, 36 of them. auch 36. Then we have the lifetime layman vows. Und dann haben wir die lebenslangen Laiengelübde. There are 5 of them. Davon gibt es 5. And the lifetime lay women vows. Und dann ein lebenslange Laienfrauen, für Frauengelübde. Yes. Also 5. Das sind auch 5. And then we the one-day vows. There are 8 of them. Und von der Eintagesgelübde gibt es 8. So what's the relationship to the Bodhisattva vows? Und was ist die Beziehung zu den Bodhisattva-Gelübden? It's best to take the Bodhisattva vows Es ist das Beste, die Bodhisattva-Gelübde zu nehmen, when you have already taken one of these 7 vows. wenn du eines dieser anderen 7 Gelübde genommen hast. The one-day vows do not count here. Die Eintagesgelübde zählen hier nicht. And you can take these vows Und du kannst diese Gelübde nehmen, if you already are observing the 10 non-virtues. wenn du schon die 10 Tugenden also beobachtest, when you observe them pretty well, wenn du gut mit ihnen arbeiten kannst. the top 10. Die Top 10. Okay, here comes a personal story of me. Okay, hier kommt eine persönliche Geschichte von mir.
When I was about 7 years old, Als ich 7 Jahre alt war, I was brought up Roman Catholic, ich war römisch-katholisch and I first heard about the 10 Commandments. und ich habe gehört von den 10 Geboten. And I thought about them. Und ich habe über sie nachgedacht. You should not kill, Du sollst nicht töten, you should not steal, du sollst nicht stehlen, thou shalt not covet thy neighbor's wife, du sollst auch nicht deines Nachbarn Frau begehren. and so on and so on. Und so weiter und so weiter. And honestly, I didn't. It didn't make any sense. Like, Und ehrlich hat es für mich nicht immer so viel Sinn gemacht. I mean, there was a feeling. Ich meine, da war so ein Gefühl, Somebody very intelligent made this up or thought about that jemand sehr Intelligentes hat darüber nachgedacht and brought this up. und hat das dann zu uns gebracht. But I mean, as a 7-year-old child, you don't want to kill anybody Aber als ein 7-jähriges Mädchen willst du niemanden umbringen. or neighbor's wife, huh? Oder was ist mit meiner Nachbarsfrau? But honestly, Aber ehrlich, probably my karma then aber mein Karma damals was not ripe enough for a good teacher, war nicht reif genug für einen guten Lehrer. or the teacher could have been good Oder der Lehrer hätte gut sein können, and I couldn't understand it. aber ich konnte es noch nicht verstehen. But I think Buddhism Aber ich denke, Buddhismus helps me a lot to understand this. hilft mir viel, das zu verstehen. And even when I go to church nowadays, Und selbst wenn ich jetzt in die Kirche gehe, when someone is baptized, wenn jemand getauft ist or someone is marrying, oder jemand heiratet, my karma changed. mein Karma hat sich verändert. Even if the priest is Roman Catholic, Selbst wenn der Pfarrer römisch-katholisch ist, there is always da ist immer, a thing he says, gibt es immer eine Sache, die er sagt, I can take with me. die ich mitnehmen kann. And that's really cool. Und das ist sehr cool. Okay. We are at the second kind of morality. Wir sind bei der zweiten Art der Moral. We can leave the bad deeds for now Wir können die schlechten Sachen jetzt mal beiseite legen and come to the good deeds. und kommen zu den guten Handlungen. It's the morality of collecting goodness. Es ist die Moral, Gutes anzusammeln. In Tibetan, In Tibetisch, Gyewei, Gyewei, Chut, Chut, Ki, Ki, Tsultrim. Sultrim. Okay, another chance for us. Gyewei, Gyewei, Chut, Chut, Ki, Ki, Tsultrim. Sultrim. Yeah. The actions you must do Die Handlungen, die du tun musst, to turn into an enlightened being. um in ein erleuchtetes Wesen sich zu verwandeln. This means you are collecting the two great masses Das bedeutet, du sammelst die zwei großen Haufen of energy von Energie, to become a Buddha. um ein Buddha zu werden. We call them Wir nennen sie the 6 perfections. 6 Perfektionen. We have, let me see if we need another slide. No, not yet. We have the method deeds. Wir haben die Taten der Methode.
And the wisdom deeds. und die Taten der Weisheit. The method deeds are giving, Die Methoden, Handlungen sind geben, morality, Moral, not getting angry, nicht ärgerlich zu werden, and enjoying good deeds. und freudvolles Tun. And then we have the wisdom deeds, Und dann haben wir die Weisheitssamen, meditation, Meditation and wisdom. und Weisheit. Who has already heard about that? Wer hat davon schon gehört? Okay. And for whom is it completely new? Und für wen ist es komplett neu? Okay, cool. Meditation, Nochmal die Weisheitshandlungen, Meditation and wisdom. und Weisheit. And yes, Die zwei Weisheitshandlungen sind Meditation und Weisheit. you will find that also in the readings. Du findest es auch in der Lektüre, Because there was a cool student weil da gibt es einen coolen Studenten in the original class of In der- Gesche Michael, in der Originalklasse von Gesche Michael and he was writing down everything. und er hat alles mitgeschrieben. And we can read it now. Und jetzt können wir es lesen. So don't worry, you will find it all in the notes of a student. Keine Sorge, ihr werdet das alles finden in den Schülernotizen. Okay, I think we have to talk about some of the 6 perfections. Ich denke, wir müssen über ein paar der 6 Perfektionen sprechen. Giving, the first perfection, giving. Die erste Perfektion ist Geben. Is it clear? Ist das klar? Okay. Okay. Giving, you can do giving like giving a tip. Du kannst ein Trinkgeld geben. You can give shelter. Du kannst eine Zuflucht geben. If somebody has had to leave his home, Oder wenn jemand sein Zuhause verlassen muss, you can give them a bed. kannst du ihm einen Schlafplatz geben, ein Bett geben. And you can give dharma. Und du kannst Dharma geben. And giving dharma is the highest thing you can do. Und Dharma geben ist das Höchste, was du tun kannst, was du geben kannst. The second perfection, Die zweite Perfektion morality. ist Moral. So if you know the 10 bad deeds Also wenn du jetzt die 10 schlechten Handlungen kennst and you watch yourself, und du dich selbst beobachtest, probably you have a diary, vielleicht hast du ein Tagebuch, das du schreibst, then you're doing the second perfection. dann machst du die zweite Perfektion. And the third type of perfection Und die dritte Perfektion is a little bit difficult to describe. ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Some people say patience, Manche sagen geduldig sein, but actually aber eigentlich it's to not get angry ist es nicht ärgerlich zu werden, when your time has come. wenn die Zeit gekommen ist. So there are situations, Da gibt es Situationen, you know them, du kennst sie, you would like this, you are like this, du bist so, and you remember this one. und dann denkst du an den Stift Okay, und denkst, okay, doesn't work. das funktioniert nicht. Getting angry doesn't work. Ärgern funktioniert nicht. It's just keeping up the cycle. Es hält immer nur den Kreislauf am Leben. So
then you have the third perfection. Und dann hast du die dritte Perfektion gemeistert. Perfection 4 Und die vierte Perfektion is enjoying good deeds. ist freudvolles Tun. I must confess, Ich muss zugeben, there were a few years ago vor ein paar Jahren events Events. I was helping, Ich habe geholfen, running for water for the teachers, für das Wasser für den Lehrer geholt. and then the chairs, Habt ihr mich um die Stühle gekümmert? and the meal for the teachers, Und dann musste ich noch das Essen für den Lehrer machen. and then the pizza, calling for the pizza afterwards. Und dann musste ich noch für den Pizzalieferservice anrufen für danach. And on the last day, Und am letzten Tag, I don't want anymore. wollte ich nicht mehr. And it's getting better. Aber es wird besser. Yeah. So joyful effort is not working a lot, Also freudvolles Tun bedeutet nicht viel zu arbeiten, with the axe and the wood and mit einer Axt und mit Holz, sweating a lot. um zu schwitzen. But it's also when doing small things, Das ist auch, wenn man kleine Sachen macht, you do them with joy. die du mit Freude machst. Probably you already heard. Vielleicht hast du schon gehört, There's a lot about motivation you have. das viel mit Motivation zu tun. Okay, and then we have the wisdom deeds. Und dann haben wir die Weisheitstaten. The one is meditation. Eine ist Meditation And the second one is wisdom. und die zweite ist Weisheit. So when you are good in giving Also wenn du gut im Geben bist and you are getting good in morality und du bist gut in den Tugenden der Moral and you're good in not getting angry, und bist gut darin, nicht ärgerlich zu werden. this leads to enjoying good deeds. Und das führt dazu, dass du deine guten Taten, Handlungen genießen kannst. And this automatically, Und das führt automatisch dazu, you get good in meditation. du bist gut in Meditation. Not only on your cushion, Nicht nur auf deinem Kissen, also in daily life. genauso auch im täglichen Leben. And then you have the preconditions Und dann hast du die Voraussetzungen for wisdom. für Weisheit. And wisdom here means Und Weisheit hier bedeutet the direct perception of die emptiness. direkte Wahrnehmung der Leerheit. You need meditation Du brauchst Meditation, to see the direct perception of emptiness. um die direkte Wahrnehmung der Leerheit zu erfahren. But you can relax. Aber du kannst dich entspannen. You will hear that in other courses a lot. Du wirst es in vielen Kursen wiederhören. Okay. And finally, Und schlussendlich, when you have perfected all of the 6 perfections, und wenn du alle diese 6 Perfektionen perfektioniert hast, you reach the physical body of a Buddha, erreichst du den physischen Körper eines Buddha and you reach the mind of a Buddha. und du erreichst den Geist eines Buddha. The first 4 perfections Die ersten 4 Perfektionen are for the body sind für den Körper or the bodies of a Buddha, oder die Körper der Buddha, and eines the Buddha. second 2 perfections Und die zweiten
Perfektionen are for the mind of a Buddha. sind für den Geist eines Buddhas. And you will hear that in the other courses too. Und das wirst du nochmal im anderen Kurs hören. Okay. Markus just showed me that it's probably time for a break. Und Markus hat mir gerade gezeigt, dass es wahrscheinlich Zeit ist für eine Pause. So let's do 10 minutes Dann machen wir noch 10 Minuten. and come back then. So we will have a break until 11:40. Wir haben eine Pause bis 11:40 Uhr. Juhu! To class. Zur Klasse. What class do we have? Welche Klasse haben wir? Yeah. Ja, 2. Okay, we talked about the 3 kinds of morality, Okay, wir haben über die 3 Arten der Moral gesprochen. and now we are talking about the 3 types of vows. Und jetzt sprechen wir über die 3 Arten der Gelübde. Okay. Okay. We have the pratimoksha vows. Wir haben die Pratimoksha-Vows. The freedom vows, Die Freiheitsgelübde. and those are 8 types of vows. Und das sind 8 Arten von Gelübde. And we already said you die and you don't have them anymore. Und wir haben schon gesagt, du stirbst und sie sind weg. Du hast sie nicht mehr. But why do we talk about that? Aber warum sprechen wir darüber? Is there something after death? Gibt es da etwas nach dem Tod? Yes, there is something. Ja, da gibt es was. We have 2 ACI courses, at Yeah. least. 2 ACI-Kurse. ACI 4 ACI 4 and ACI 8, und ACI 8. where we talk about the what happens after death. Wo wir darüber sprechen, was nach dem Tod passiert. And I don't want to make this box up now, Und ich möchte diese Box jetzt nicht aufmachen, but perhaps you can just accept it for this class. aber vielleicht kannst du es für diese Klasse akzeptieren. I hope we can, because I want to have lunch then. Ich hoffe, wir können, weil ich möchte dann Mittagessen gehen. Okay, thank you. And so the first level of vow is the pratimoksha vow, the freedom vow. Also das erste Art der Gelübde sind die Freiheitsgelübde. And the second level of Buddhist vow is the bodhisattva vow. Und das zweite Level der Gelübde sind die Bodhisattva-Gelübde. The flavor of the first kind of vowed morality Der Geschmack der ersten Art der Moral, is you don't want to hurt anybody. da möchtest du niemanden verletzen. But the flavor of the bodhisattva vow is Aber der Geschmack der Bodhisattva-Gelübde ist, I will not be selfish. ich bin nicht selbstbezogen. I will take care of other living beings. Ich kümmere mich um andere lebende Wesen. I will watch out for other people, Ich passe auf andere Leute. and I don't want to be selfish. Und ich bin nicht eigennützig. Good translation, yeah. Dankeschön. 4 years ago, Vor 4 Jahren I had a very difficult time. hatte ich eine sehr schwere Zeit. It was before my bodhisattva vows, Es war vor meinen Bodhisattva-Gelübden. and I was like training hard. Ich war wie ein Training hard. Training. Ertrinkender. Ach so, ich habe hart trainiert. So. Okay.
making, how do you say, planks? Ja, Um, Liegestütze gemacht with the Bodhisattva vows. mit dem Bodhisattva-Gelübden. I tried to help everybody Ich habe versucht, jedem zu helfen to read the minds of other people. und den Geist, die Gedanken anderer zu lesen. What does she need? Was braucht sie jetzt? What does he need? Und was braucht er jetzt? And at the end, Und am Ende I was burned out. war ich ausgebrannt. So please Also bitte keep that balance. behalte die Balance. You are also a living being, Und du bist auch ein lebendes Wesen. and don't forget yourself. Und vergiss dich nicht selbst. So take a rest if you need a rest, Also mach eine Pause, wenn du eine Pause brauchst. and then stand up Und dann steh auf and help again. und hilf wieder. But keep that balance. Aber versuch, diese Balance zu halten. Okay. What's the third kind of vow? Was ist die dritte Art der Gelübde? The tantric vow, Die tantrischen Gelübde or the secret vows. oder die geheimen Gelübde. Tantra nowadays Tantra heutzutage is a very spooky kind of word, es ist vielleicht ein bisschen ein unheimliches Wort. because it is used in different ways. Es ist in unterschiedliche Weise benutzt worden. And so Geshe Michael Und so hat Geshe Michael changed the words. die Worte geändert. So he calls them secret vows, Also benennt das jetzt als geheime Gelübde or the vows of the diamond way, oder die Gelübde des Diamantwegs, because we don't want to turn away people weil wir Leute nicht von uns weghalten wollen. by using words who are difficult. Ja, weil wir schwierige Worte benutzen. Okay, cool. We can't talk about the secret vows here, Wir können nicht über die geheimen Gelübde reden, but I can tell you the flavor of it. aber ich kann dir von ihrem Geschmack berichten. There are certain kinds of attitudes and activities Es sind bestimmte Einstellungen, Aktivitäten, before behavior that you keep, Verhalten, das du aufrecht hältst. and when you keep it very carefully, Und wenn du es sehr sorgfältig ausführst, you can become enlightened in this life. und dann kannst du noch Erleuchtung erlangen in diesem Leben. You can reach the highest level of bliss Und du kannst das höchste Level der Freude erreichen and paradise und das Paradies in this very life. in diesem jetzigen Leben. And you shouldn't mess up with this. Und du sollst damit nicht sorglos umgehen. Each one of these vows is built on the last. Jedes einzelne dieser Gelübdes baut auf dem nächsten auf. Okay, page 8. Okay, Seite 8. Taking a vow has 4 distinct advantages. Also die Gelübde zu nehmen hat bestimmte Vorteile. A lot of people you might meet, they say, Viele Leute, die du triffst, die sagen, oh, I already do this stuff. das mache ich schon längst. Why should I take vows? Warum soll ich Gelübde nehmen? And when you take vows, Und wenn du die Gelübde nimmst, it's much more powerful. hat es viel mehr Kraft. And it's much more powerful when you take a vow. Es ist viel kraftvoller, wenn du dein Gelübde genommen hast.
The first advantage is that you take it from somebody else. Du bekommst die Gelübde von jemand anderem. So you go to a Lama, Also gehst du zu einem Lehrer, zu einem Lama, to Geshe Michael, Geshe Michael or to the Dalai Lama, oder zum Dalai Lama or to Peter and Maria, oder zu Peter und Maria and you say, please give me the vows. und du sagst, bitte gib mir die Gelübde. And they ask you, will you keep them? Und sie fragen dich, wirst du sie einhalten? And you say, yes, I will. Und du sagst, ja, ich werde. And then you get them. Und dann bekommst du sie. And then in daily life, Und dann im täglichen Leben there are situations, gibt es Situationen, you know them. und die kennst du bereits. Everybody has different situations who trigger. Jeder hat andere Situationen, die ihn triggern. And then you are shortly before breaking the vow, Und dann bist du kurz davor, das Gelübde zu brechen. and then you remember, Und dann erinnerst du dich. if Peter and Maria know about me, Und wenn Peter und Maria das jetzt wissen, and they hear about me, wenn die das jetzt hören, oh my God. oh mein Gott, Okay, okay. so that's a good motivation, Das ist eine gute Motivation. and this is a benefit of vows, of taking vows. Und das ist ein Vorteil, Gelübde zu nehmen. Pure motivation. Reine Motivation. There could be different kinds of motivation of taking the vows. Es gibt unterschiedliche Motivationen, die Gelübde zu nehmen. And not every motivation is that pure. Und nicht jede Motivation ist so rein. You could want to take the vows Du könntest die Gelübde nehmen wollen, because there are some other people, weil es gibt auch andere Leute, they already have them, die haben die schon and you want to join them. und ich möchte auch dazu gehören. Or there's someone you don't like, Oder es gibt jemanden, den du nicht magst and you want to be as good as him. und du möchtest auch so gut sein wie die. Or you think you have to die, Oder du weißt, du musst sterben and you don't want to die without vows. und du möchtest nicht ohne Gelübde sterben. So what's a good motivation to wanting to take the vows? Was ist eine gute Motivation, die Gelübde zu nehmen? You want to have you want to help other people, Und du möchtest anderen Menschen, Menschen helfen. and you want to be of more benefit. Und du möchtest mehr Vorteile davon haben. For you want to serve other people better, Du möchtest anderen Menschen besser helfen können. and we already heard about bodhicitta, Wir haben schon von Bodhicitta gehört. and if we have the wish for enlightenment, Wenn wir den Wunsch nach Erleuchtung haben, because we want other people to be happy, weil wir wollen, dass andere Leute glücklich sind and to stop suffering for other people, und aufhören, das Leiden für andere zu beenden, this is a good motivation. dann ist das eine gute Motivation. Okay, and the one specific thing about the Bodhisattva vows, Und eine spezielle Sache von der Bodhisattva-Gelübde, very interesting, die sehr interessant ist, they stay with you die bleiben bei dir, even when you die. auch über den Tod hinaus. So probably someone of you
Also vielleicht gibt es jemanden von euch, who thinks I may have been here before. denkt, ich war vielleicht schon mal hier. Last life. Letztes Leben. And you can do something like a review with your life. Und du kannst sowas wie ein Rückschau mit deinem Leben machen. And you will remember situations Und du wirst dich an Situationen erinnern, which make you think you already had the bodhisattva vows in your life before. die dich vielleicht zu dem Gedanken bringen, dass du die Bodhisattva-Gelübde im Leben zuvor schon genommen hast. I heard an interesting story. Ich habe eine interessante Geschichte gehört. We have a teacher in Germany, Wir haben einen Lehrer in Deutschland, Holger Wolf, Holger Wolf, and he said und er sagte, he didn't have to go to the army. er musste nicht zur zur Bundeswehr. He went to the, I don't know, registration or something like that. Er ist zur Registration. Well, Stellung zum Einzug. You go to the army and tell them, here I am. Ja, du gehst zur Bundeswehr und sagst, hier bin ich. But they didn't want him. Und die wollten ihn nicht. He was healthy Er war gesund. and he didn't think about it much, Er hat nicht viel drüber nachgedacht. but kind of they didn't want him. Aber sie wollten ihn einfach nicht. And when he heard about the bodhisattva vows, Und als er von den Bodhisattva-Gelübden gehört hatte, he thought, dachte er, probably I had them before. vielleicht hatte ich die schon mal genommen. And when you're in the army, Und wenn du in der Bundeswehr bist, you probably can't keep them. kannst du sie nicht behalten. Okay. Kannst du es nochmal wiederholen? Also die Gelübde sind eine Unterstützung für dich selbst, dass du besser bist im Gutes tun und anderen helfen. Sie unterstützen dich dabei, So dass du es the besser vows are schaffst. helping to help other more better. This is a good question, Heidi. Und das ist eine gute Frage, Heidi. I'm looking for comparison. Ich schaue nach einem Vergleich. For me, it's like a turbo. Also für mich ist es wie ein Turbo. I have a comparison. Mir ist was eingefallen. Vergleich. Marcus and me, Markus und ich, we have a 14-year-old son, wir haben einen 14 Jahre alten Sohn. and he wants to. He's looking forward to ride the motorbike. Und er freut sich, Motorrad zu fahren. He's not allowed yet, Ja, er ist noch nicht erlaubt jetzt, but he's talking a lot about it. aber er spricht schon viel davon. And he's talking about Und er spricht davon, taking out the. There's a thing in the motorcycle. Yeah. Er spricht davon, sein Motorrad schon zu frisieren. There are some motorcycles. Es gibt ein paar Motorräder. You are not allowed to drive over 70 miles per hour. Mit denen darfst du nicht schneller als 70 fahren. But you turn a little screw, Aber du drehst an einer kleinen Schraube and then you can go und dann geht's schneller. fast. Schnell. And for me, this is like you turn the screw, Und für mich ist das wie, du drehst an der Schraube and with the bodhisattva vows.
mit den Bodhisattva-Gelübden. I mean, you don't do anything forbidden. Und du machst nichts Verbotenes. I mean, it's the contrary. Es ist sonst gegenläufig. Das Gegenteil. You're doing something good Und du machst was Gutes. with turning, but you get power. Und dann kriegst du aber volle Geschwindigkeit, volle Kraft. Thank you. Thank you, Joshua, for this Danke, lesson. Joshua. Du auch da. Okay. Number 3. Nummer 3. The vows can be fixed if broken. Die Gelübde können repariert werden, wenn sie gebrochen wurden. I already was teasing this before. Ja, das habe ich schon mal so kurz angeschnitten. Remember the picture Erinnert euch an das Bild with the clay. mit dem Lehm. You will get dirty. Du wirst schmutzig werden. You will fall Du wirst fallen with the Bodhisattva vows. mit den Bodhisattva-Gelübden. You will take them, Und du wirst sie nehmen, have high motivation, hohe Motivation and then something happens. und dann passiert irgendwas. But you can fix them. Aber du kannst sie reparieren. This is not such an easy topic for me Das ist nicht so ein leichtes Thema für mich, because there may be people, weil es gibt vielleicht Leute, they hear a little bit about it, die hören ein kleines bisschen davon, about the vows, über die Gelübde, and then they think, und dann denken die, they are taking the vows and they can restore them. die nehmen die Gelübde und sie können sie wiederherstellen. So it doesn't matter if they break something. Es macht gar nichts, wenn man die mal bricht. It's not like that. Es ist nicht so. There are vows, Es gibt Gelübde, root vows, Wurzelgelübde, or Grundsatzgelübde. Grundsatzgelübde. Okay. When you do something wrong Wenn du etwas falsch machst and it's a heavy deed, und es ist eine schwere Tat, you can restore them, dann kannst du sie wieder gut machen. but it's not that easy. Aber es ist nicht so einfach. You have to attend a vow ceremony, Und du musst eine Gelübde-Zeremonie, an einer Gelübde-Zeremonie teilnehmen. and you have to retake them, Und du musst sie nochmal nehmen. and they won't be so clean Und sie werden nicht mehr so rein sein, when you took them the first time. wenn du sie das erste Mal nimmst. Okay, we have two parts in the Bodhisattva vows. Also wir haben zwei Teile im Bodhisattva-Gelübde. Und dann haben wir eine Frage. Also wenn man angenommen im letzten Leben schon die Bodhisattva-Gelübde genommen hat und sie in diesem Leben, bevor man sich dessen bewusst wird, bricht, ist es vermutlich nicht so schlimm, als wenn ich die Gelübde bewusst genommen habe und ich breche sie. Good question, yes. So the question was, when I took the Bodhisattva vows in my past life, and I still have them in this life, but I'm not conscious about it, and I break them now, it's not that
not that bad, right? Was that question? Mhm. Yeah. There is similar question in Gesche Michael's class. Es gibt eine ähnliche Frage in Gesche Michaels Klasse. I don't know if it's the answer for you, Ich weiß nicht, ob das eine Antwort für dich ist, but I tell it. aber ich sag sie dir. When Hitler Als Hitler was killing people, als Leute umgebracht hat, a lot of people, viele Leute, he was collecting bad karma. hat er schlechtes Karma gesammelt. But he didn't know how bad it was. Aber er wusste nicht, wie schlimm es war. He thought that there was a good thing behind it, a good idea. Er dachte, er hat eine gute Sache, für die er das tut. So he hasn't that bad karma Also hat er nicht das schlimme Karma, if he knew what he was doing. als wenn er wüsste, was er getan hat. So I guess probably when we do not know that we have the bodhisattva vows yet, Also wenn wir nicht wissen, ob wir die Bodhisattva-Gelübde schon mal genommen haben. so if we break a vow, Also wenn wir dann ein Gelübde brechen, it's not that bad. es ist nicht so schlimm. And we have another teaching in another class. Und wir haben eine andere Lehrrede in einer anderen Klasse, Where it's about the 4 steps to get the whole full heavy karma. und darum geht es, die ganzen 4 Schritte auszuführen, um das ganze Karma zu bekommen. And when there is something missing, know the 4 steps of a karmic path. Die 4 Schritte des karmischen Weges. Probably someone of the other students knows in which course this is. 5. Das ist Cool. im Karma. im Karma-Kurs. ACI 5 Kurs, im Karma-Kurs. And if there's 1 step missing, Und wenn da ein Schritt fehlt, you don't have the full range of karma. dann hast du nicht das ganze abgeschlossene Karma. Cool. So we do have number 9. Und dann haben wir Nummer 9, also Seite 9. Yes. We have the root vows. Wir haben die Grundsatzgelübde. Und meine Frage? Max. Thank you, Brigitte. You said that if you lose the vows, second time when you will take them, they will be not as clean as in the first time. Yes. Kann ich kurz du hast gesagt, wenn du die Gelübde ein zweites Mal nimmst, sind sie nicht so rein wie beim ersten Mal. So, is it easy to lose the vows, to break them? Also ist es leicht, die Gelübde zu brechen, sie zu verlieren? Good question. Gute Frage. Thank you, Max. Danke, Max. We have 8 more classes. Und wir haben 8 Klassen noch. Perhaps I should get you relaxed. Und sollte ich euch ein bisschen entspannen. So you can relax. It's not that easy to break a root vow. Es ist nicht so einfach, ein Grundsatzgelübde zu brechen. And we will learn about each different vow. Und wir werden von jedem einzelnen Gelübde lernen. And then you can think about it.
Und dann kannst du drüber nachdenken and then you see what this means for you. und sehen, was es für dich bedeutet. You get them explained of beautiful teachers, Und du bekommst sie unterrichtet von wunderbaren Lehrern. and yeah, you can relax. Und du kannst dich entspannen. Okay. The root vows and the secondary vows. Und die Grundsatzgelübde und die zweitrangigen Gelübde. They are different in the kind of motivation that lies behind. Sie sind unterschiedlich in der Motivation, die dahinter liegt. It's probably you can compare it with our law system. Du kannst es vielleicht mit unserem Gesetzessystem vergleichen. When you kill somebody, Und wenn du jemanden umbringst you go to the judge, und du gehst zum Richter, and the motivation was different. I mean, it depends on your motivation. es kommt auf deine Motivation an, How many years in prison you get? wie viele Jahre du ins Gefängnis musst. Yes, because if it was prepared Also wenn es geplant war, for a long time, schon seit einer langen Zeit, then you get more years. dann bekommst du mehr Jahre. But if it was like an accident, Aber wenn es eher ein Unfall war, then it's not that strong. The punishment is not that strong. dann ist die Bestrafung nicht so stark. And probably we can compare this with the root vows and the secondary vows. Und so können wir das mit den Wurzelgelübden, Grundsatzgelübden und den Zweitgelübden, zweitrangigen Gelübden sehen. There could be a very strong motivation, Dann kann eine sehr hohe Motivation sein, a bad motivation. eine schlechte Motivation. Like in affect. Im Affekt, ja. I don't know in English the word is affect. Yeah. When you're angry Du bist sauer and then you, I don't know, probably not with the body. und vielleicht auch noch mit dem Körper. You kick someone Du trittst jemanden or with words, oder mit Worten. because anger Weil Wut is such a strong motivation. ist so eine Motivation, It becomes. I just have it in German now. Mildernde Umstände. Ja. mildernde Umstände, I don't know in English. Extenuating. Some extenuating circumstances. They don't punish you so hard because you were out of control. Die bestrafen dich nicht so schlimm, weil du warst unkontrollierbar. And there may be some small bad motivations. Und da gibt vielleicht ein paar kleine schlechte Motivationen. Out of pride, Aus Stolz or jealousy. oder Eifersucht. When you do a bad deed, Wenn du eine schlechte Handlung ausführst, out of this motivation, aus dieser Motivation, then it's it's on the level of a root vow. dann ist es auf dem Level eines Grundsatzgelübdes. Clear?
klar? Okay, not yet. Okay, not yet. Noch nicht? Okay. The root vow Das Grundsatzgelübde literally means to fall into a cliff, for example, meint wörtlich übersetzt, man fällt einen Abhang hinunter, into canyon. in einen Canyon. Sometimes it's called downfall, Es ist manchmal als Absturz. and it means a major slip up. Es bedeutet, dass du sehr tief fällst. We have 18 root vows, Wir haben 18 Grundsatzgelübde and the most are karmically heavy. und die meisten sind karmisch schwerwiegend. You don't want to break them. Du möchtest sie auf keinen Fall brechen. And the deed of the root vow Und die Handlung der Grundsatzgelübde comes again in the secondary vows, kommt wieder in zweitrangigen Gelübden, but with a different motivation. aber mit einer anderen Motivation. We do have 18 root downfalls, Wir haben 18 Grundabstürze, Verfehlungen, grundsätzliche Rückfälle. 18 And- grundsätzliche Rückfälle. and we do have 46 secondary vows. Und wir haben 46 zweitrangige Gelübde. There is an interesting question in the homework. Eine interessante Frage in der Hausaufgabe. Why are there only two categories of bodhisattva vows? Warum gibt es nur zwei Kategorien der Bodhisattva-Gelübde? It's to prove that there's only two categories of vows. Es gilt zu prüfen, es gibt nur zwei Kategorien von Gelübden. So, if there comes someone Also wenn jemand kommt and he tells you, I know a third kind of bodhisattva vows, ich kenne eine dritte Art der Bodhisattva-Gelübde, you can say, dann kannst du sagen, I only know two, ich kenne nur zwei and this is in the scriptures, und das ist hier in den Schriften, in our scriptures, in unseren Schriften, of our lineage, in unserer Linie. 40 or so generations. 40 Generationen. Hast du ungefähr 40 Generationen. Okay. And because the vows were set down by the ancient Indian masters, Sorry, ich hab's nicht verstanden. because the vows were set down by the ancient Indian masters, Und weil die Gelübde von den alten indischen Meistern gelehrt wurden, a lot of people later started to make up different categories. sind später andere Leute dazugekommen, haben andere Kategorien dazu gemacht. And they are not valid. Und die sind nicht gültig. There's no authentic source for them, Gibt es keine authentische Quelle dafür. and Tsongkhapa goes through this long explanation of why. Und Tsongkhapa erklärt uns, warum. The text only states two kinds of vows, Der Text sagt nur zwei Arten von Gelübde and there's nothing in between. und es gibt nichts dazwischen. And we want you to pass this on in a pure form. Und wir wollen, dass es in einer reinen Form weitergegeben wird.
and you pass this on in a pure form. Und ihr gebt es weiter in einer reinen Form. Okay. I guess we have the last topic and the last slide. Und die letzte Slide. Obstacles. Hindernisse. Ein Gelübde in eine unvollständige Weise zu brechen. Was bedeutet das? Wo ist es gestanden? Okay, let me try and answer. This is a good question. There was the question about the incompleting breaking a vow. And Es gab die Frage, wie bricht man ein Gelübde in eine unvollständiger Weise? and because you can break a root vow. Weil du kannst ein Grundsatzgelübde brechen. And you break it in an incomplete way. Und du brichst es in unvollständiger Weise. And then it becomes a secondary vow. Und dann wird es ein zweitrangiges Gelübde. And my suggestion Und mein Vorschlag is, or idea, is that this is about the four steps of a karmic path. Und das ist, geht die 4 Wege des karmischen Pfades. Because if you can do something wrong, Weil du kannst etwas falsch machen and afterwards regret it, und hinterher bereuen. and then it's no full karmic path, Und dann ist es kein vollständiger karmischer Pfad. and then it's a secondary vow. Und dann ist es ein zweitrangiges Gelübde. I hope so. Hoffe ich. Okay. Perhaps Max can be my quality control, and he has class in the afternoon, and then you can ask again. Kann Max Or Qualitätsmanagement We can talk about machen. it again. Wir haben noch eine Frage. Und wenn du diese zweirangiges Gelübde gebrochen hast, musst du diese Gelübde wieder aufnehmen? If you broke the secondary vows, do you have to take your vows again? There, good question, thank you. Gute Frage, danke. There are different possibilities to restore a vow. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Gelübde zu reparieren. Not just to take them again in a ceremony, Und nicht sie nochmal in einer ganzen Zeremonie nochmal zu nehmen. you can also restore them in your diary. Du kannst sie auch in deinem Tagebuch reparieren. You can restore them in telling someone. Du kannst sie reparieren, indem du es jemandem beichtest oder sagst. Ja. Okay, cool. I love this last question. Ich habe diese letzte Frage.
the l- I was thinking at the class of Geshe Michael. Ich dachte bei der Klasse von Geshe Michael. This is decades. Es war Jahrzehnte zurück. Ja, 20 yeah. Jahre. And I see Geshe Michael sometimes as a hippie. Und ich sehe Geshe Michael manchmal als Hippie. And there was a culture at this time probably, Und da war es eine Kultur in dieser Zeit möglicherweise, 20 years ago vor 20 Jahren or longer, oder noch länger, where mainstream in hippie culture als der Mainstream in der Hippie-Kultur was going to initiation. Also war zu einer Initiation zu gehen. There's some High Lama and he gave me tantric initiation. Und ich gehe zu einem großen Lama und er gibt mir eine tantrische Initiation. Now I'm whatever. Und jetzt bin ich was auch immer. Super Saint, superstar. der Superstar. Yeah. And there were also cases Und da gab es auch Fälle of like abuse, von Missbrauch. Well, now you have the initiation. Und jetzt hast du eine Initiation, The Lama says, sagt der Lama. you can forget the other vows, forget the 10 virtues. Und du kannst die anderen Sachen vergessen, die 10 Gelübde, die 10 heilsamen Handlungen. Don't care about that anymore. Kümmere dich nicht um sie. This is for, spiritual babies. Das ist für spirituelle Babys. Tsongkhapa and Geshe Michael go into that. Und Tsongkhapa und Geshe Michael beschäftigen sich damit. They say it's like when you build a house. Und es ist so ein bisschen wie wenn du ein Haus baust. You have the bricks. Und du hast die Steine. And you can't put on the second row when the first row is missing. Und du kannst keine zweite Reihe bilden, wenn die erste fehlt. And so the vows build up one after the other. Und die Gelübde, die bauen aufeinander auf. And we have this wonderful picture Tsongkhapa gave us Wir haben dieses wunderschöne Bild, das uns Tsongkhapa gegeben hat, of this great rain of hail. auf diesen großen Hagelsturm. Probably you were in a rain, Du warst im Regen, heavy rain, in einem sehr starken Regen, like no tomorrow. als gäbe es keinen Morgen mehr. And when you say, Und wenn du sagst, forget the lower vows, vergiss die niederen Gelübde you have tantric vows now. und du hast jetzt tantrische Gelübde. This is like a great rain of hail, Das ist wie ein riesiger Hagelschauer. damaging a whole field Das macht das ganze Feld kaputt. or the cars nowadays. Oder auch die Autos heutzutage. And I hope you can get this idea Und ich hoffe, du bekommst diese Idee of your spiritual career. Von deiner spirituellen Karriere. First you have the 10 virtues. Als erstes hast du die 10 heilsamen Handlungen. Some of you Einige von euch and some of the onliners probably. und von denen, die online dabei sind wahrscheinlich. A lot of kisses to you. Viele Küsse zu euch. I'm sorry if I haven't mentioned you yet. Es tut mir leid, dass ich euch noch nicht Aufmerksamkeit geschenkt habe. Yesterday we were about like 60 onliners. Gestern waren wir um 60
online dabei. You probably heard about the 10 virtues the first time. Manche hören zum ersten Mal von den 10 heilsamen Handlungen. And this is good and enough for now. Und das ist gut und genügend für jetzt. You can practice it for a year, Du kannst sie üben für ein Jahr, 2 years, 2 Jahre, 3 years. 3 Jahre. And if you keep coming to the courses, Und wenn du immer wieder zu den Kursen kommst and if you are connected to other students, und wenn du zu anderen Schülern mit anderen Schülern verbunden bist, it's hard. If you're alone, it's hard. ja, weil wenn du allein bist, ist es anstrengend. So you will make steps on your career, Du machst immer weiter Schritte in deiner Entwicklung and then you can build it up one after the other. und dann kannst du es aufbauen, eins nach dem anderen. Okay. So, thank you for your listening. Danke fürs Zuhören. Thank you for your interacting and laughing. Danke für eure Interaktion, euer Lachen. And thank you for giving me the possibility Und danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, to give Dharma. Euch Dharma zu geben. And thank you for your translation. Und danke mir für die Übersetzung. Bitte. It was wonderful. Thank you, Brigitte. Danke, Brigitte. Sorry. If you don't know how to fold your hands or how to make knots into your hands, no problem. You can rest them on your lap. Sashe Boki Jogshi Metok Tram Hare Ravlingshi Ninde Gimpadi Sangye Chengdo Migde Ulvargi Drokum Namdak Shingla Drupar Shok Idam Guru Ratna Mandala Kamnaryatayam Gevadi Kivokum Sunam Yeshe Tsokzokshin Sunam Yeshe Lejungvei Dampa Kuni Drupar Shok. Thank you so much for the teaching. Danke für den Unterricht. Thank you for translation, Sandra. And thank you for the yoga in the morning. And I would like to say how can I say it in English? I will want to send greetings to Markus Stein. I saw him online. He's usually our Zoom cat, taking care of the technical side of Zoom, but he had a motorcycle accident and I'm happy that he is online, and we send him a lot of greetings, and please be healthy as soon as possible.